Hola, schön, dass ihr in diesem Video mit dabei seid. An diesem wunderschönen Platz mitten in der Natur am Wasser. Leider kann ich nicht ganz so viel draus ziehen. Ich habe immer noch Rückenschmerzen und irgendwie zieht sich das. Aber ich würde sagen, auch wenn man nicht ganz so mobil ist, es könnte definitiv schlimmer sein. But I know, oh, the ordinary Monday turning back to blue. Long for what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Wahnsinn, die schwimmen richtig nah an uns gerade vorbei. Na gut, vielleicht erhoffen die sich ein bisschen Futter, aber voll süß, wie flauschig auch die Ja, die Kleinen sehen richtig aussehen, flauschig oder? aus. Ja. Oh. Echt süß. Sunlight shows an empty room. Long for what's to come. Keep forgetting how to make it known. Wir sind hier übrigens am Rhein und zum einen ist das ja eben so wunderschöne Natur hier rundherum, aber zum anderen ist hier ganz schön reger Schiffsverkehr. Also ich hatte nicht erwartet, dass der doch noch so sehr industriell auch genutzt wird. Ja, und für uns ist es die perfekte Umgebung, um ab und zu mal auch einen kleinen Spaziergang zu machen. Ich merke, dass ich mit dem Rücken einfach nie lange dieselbe Aktivität machen kann. Sei es jetzt stehen, sitzen, liegen, gehen. Für mich ist gut, wenn ich das immer zwischendurch mal wechseln kann. Von dem her, ja, ein bisschen spazieren in schöner Umgebung ist ja perfekt. Und langsam wird es ja auch besser. Also der Orthopäde hatte mir ja auch Krankengymnastik, Krankentherapie, irgendwie so hat er es genannt, verschrieben. Und ich sollte ja wirklich auch in die Physio gehen. Ich merke auch, wie ich immer noch blockiert bin und mir das, glaube ich, schon wirklich helfen würde, wenn da ein Profi ranginge. Das Ding ist halt, ich kriege nirgendwo so spontan einen Termin. Überall, wo ich angerufen habe, sind die lange ausgebucht und man muss schon fast hoffen, dass jemand spontan absagt und ich da reinrutschen kann, um einen Termin zu kriegen. Mal ganz davon abgesehen, dass wir ja selten wirklich gut im Vorausplanen sind und selten wissen, wo wir die nächsten Tage dann wirklich sind. Und ja, das einfach schon ein Schwierigkeitsfaktor ist bei uns, um da die richtige Physio, das richtige Studio zu finden. Naja, aber immerhin, die Tendenz ist ja positiv. Es wird langsam besser. Man sieht doch den einen oder anderen Fischer hier. Die fischen fleißig, aber sie fangen nichts. Denen geht es genauso wie mir im letzten Jahr. Ich habe keinen einzigen Fisch rausgezogen. Ja. War stets bemüht, würde ich sagen. Ja. Die Angel war drin, aber Die Angel war drin und kam kein Fisch raus. es lag wahrscheinlich an den Fischen Bestimmt. oder an mir. Eher an Nee. mir. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr ein bisschen fleißiger zu fischen und hoffentlich ein paar Sachen rauszuziehen. Ausrüstung hast du ja. Ausrüstung haben wir. Also, ja. Ich merke gleich, wenn ich eine Übung mache und mich so ein bisschen dehne und strecke, dass es mir gleich wieder so mehr Bewegungsfreiraum gibt und ich dann einfach noch mal weiterkomme, so blöd das auch klingt, aber damit wird mein Radius an Bewegungsmöglichkeit größer. Und ja, es ist auch kein Zufall, dass das ähnliche Übungen sind wie beim Impingement, das ich ja vor einem halben Jahr etwa hatte. Also ich hatte da ja Hüftprobleme, das war ziemlich beängstigend für eine Weile. Und da haben Übungen extrem gut geholfen und das ist etwas, was mich wohl für immer begleiten wird und das eben anscheinend auch mit meinen Rückenproblemen jetzt zusammenhängt. Ja, also muss ich wohl einfach wirklich konsequenter werden mit meinen Übungen, weil die letzten Wochen hatte ich ja eigentlich gar keine Beschwerden und war da ein bisschen nachlässig. Tja. Allgemein würde ich sagen, steckt der Wurm bei uns drin. Wir werden auch nicht jünger, das ist das Problem. Und
ist ja nicht nur, dass Jessie mit dem Rücken und mit der Hüfte Probleme hat. Bei mir haben sich leider auch ein paar gesundheitliche Sachen eingeschlichen in den letzten paar Wochen, Monate, seit wir in Europa sind. Aber nichtsdestotrotz, also wir versuchen natürlich immer das Beste draus zu machen und auch in diesem Fall haben wir uns jetzt einfach entschieden, wir fahren trotzdem in den Norden, wir fahren trotzdem nach Schweden und nach Norwegen und genießen halt einfach die Zeit, versuchen das Beste draus zu machen und ich glaube, wir müssen beide ein bisschen mehr auf uns achten. Die letzten Jahre waren doch sehr anstrengend, die Panamericana hat doch seine Spuren hinterlassen. Aber nichtsdestotrotz, also es war eine traumhafte Reise, die wir nicht so missen wollen. Aber für die Zukunft, glaube ich, müssen wir ein bisschen entspannter, gemütlicher und mehr auf unsere Körper achten. Aber ja, für uns geht es trotzdem in den Norden und wir freuen uns dann. Egal, wo es für uns jeweils hingeht, wir merken einfach, es ist ein Zeichen des Respekts und öffnet so viele Türen, wenn man zumindest die Basics der lokalen Sprache spricht. Und da Schweden ja auch eine mögliche Option für uns ist, für die zukünftige Base, lerne ich schon fleißig Schwedisch und das in Zusammenarbeit mit Rosetta Stone. Das Besondere an Rosetta Stone ist, dass man nicht erst viel Zeit mit trockener Grammatik oder mühsamem Vokabellernen verbringen muss. Wörter und Bilder werden nämlich in einem immersiven Umfeld präsentiert, sodass man von Sekunde 1 direkt in die Sprache eintaucht. Das Hirn stellt intuitiv und natürlich Verbindungen durch Kontext und logisches Denken her. Das passt auch perfekt in den Alltag, denn ich nutze die App einfach dann, wenn ich ein paar freie Minuten habe und schon diese kurzen Sessions helfen mir bei der Vorbereitung auf das, was kommt. Und dank der True Accent Technologie erhalte ich auch direkt Feedback für meine Aussprache. Und damit ist von Tag 1 an meine Aussprache natürlicher und ich fühle mich beim Sprechen viel wohler, was beim Lernen einer neuen Sprache ja super wichtig ist. Jag leker i skolan. Jag leker i skolan. Egal, ob bei euch der nächste Roadtrip ansteht oder ihr aus einem anderen Grund eine Sprache lernen möchtet, es lohnt sich auf jeden Fall, also taucht unbedingt direkt ein. Über unseren Link erhaltet ihr noch für kurze Zeit über 60% Rabatt auf euer Lifetime-Abo für 25 Sprachen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung oder ihr scannt einfach unseren QR-Code ein. Hey da! Wollten jetzt noch gemütlich unseren Kaffee hier draußen trinken, aber ja, es hat angefangen zu nieseln. Ich glaube, der Regen ist auch nicht mehr wirklich weit weg. Also das Wetter macht uns heute einen kleinen Strich durch die Rechnung. Dafür hatten wir gestern gutes Wetter. Das stimmt. Und wir haben das Wetter auch genutzt, um fleißig Fotos für unseren Shop zu machen. Endlich, ja. Ja, aber jetzt würde ich sagen, wir gehen wieder in den Van. Machen uns ready, denn wir haben noch richtig viel Sachen zu erledigen, bevor es für uns weiter Richtung Norden geht. Es ist ja allgemein gar nicht mal so einfach, schöne Stellplätze zu finden.
also in der Mehrzahl stehen wir eigentlich schon eher so auf Parkplätzen und auf eher praktischen Stops. Aber dieser Platz war jetzt einfach mal wieder richtig schön. Ich hätte auch gerne ein bisschen Zeit da verbringen können, also noch ein paar Tage länger bleiben. Aber wir haben ja ein Ziel vor Augen, also geht's weiter. Und als erstes halten wir auch bei einer Gasstation. Wir haben ja unsere Gasflasche schon seit 4 Jahren dabei. Wir hatten die auch auf der Panamericana. Und es ist mal wieder Zeit, die zu tauschen, würde ich sagen. Die haben ja alle auch ein Datum, bis wann die quasi gut sind. Also die soll man ja nach einer Zeit tauschen. Und dann machen wir das. Hier haben wir so eine Umtauschstation gefunden, wo man das wohl relativ unkompliziert machen kann. Von dem her sollte das hoffentlich kein Problem sein. Sie ist ja auch schon fast leer, also von dem her das Timing könnte nicht besser sein. Sehe ich das irgendwo? Dort. Wo? Dort hinten im Ecke. Nach links. Ah, ja, das ist es. Ja. Zum Baum. Ich glaube, das langt. Ja, das ist gut. Ich fühle mich zurzeit so oft so nutzlos, weil ich Roberto einfach nicht helfen kann. Also klar, beim Gas ist sowieso eher mehr derjenige, der das alles macht, aber ich will ja gerne wenigstens Sachen reichen, was hochheben und das geht einfach die Tage nicht. Ich fühle mich so blöd. Aber auf der anderen Seite bin ich froh, okay, dass Roberto das eben wie selbstverständlich alles übernimmt und mir auch hilft. Und es soll ja auch nur eine Phase sein, von dem her. Ja. Sesam, öffne dich! €16,25. Ist viel, oder? Das ist sehr viel. Also habe ich das Gefühl. Keine Ahnung, auf der Panamericana haben wir sie auch immer nachfüllen lassen. Und da hat sie uns im Schnitt wahrscheinlich 4-5 Euro gekostet. Ja. Ja, Tja. naja. Aber dafür gibt es eine neue Flasche. Und ich habe gesehen, dass die alte, also die wir hatten, noch bis 29 gültig war. Aber das passt schon. Wie in Mexiko hier. Neue Flasche. Sieht auch richtig fresh aus. Auf der Panamericana war das Gasfüllen immer so ein riesen Ding für mich, weil ich habe voll Angst von Gasbefüllungsmaschinen und hier tauscht man einfach die Flasche. Und es war jedes Mal ziemlich abenteuerlich, nicht? Ja, die haben es auch jedes Mal überfüllt. Ja, und ja. Aber gut, wenn es so einfach geht, dann bezahlt man auch gerne ein bisschen mehr. Zumindest für die Sicherheit. Ich musste mich nicht hinter dem Van verstecken, wie ich es immer gemacht habe. So, weiter zum nächsten Punkt. Top down, hear the sound of the breeze carrying us away. Dust in the rear view, free as a bird. This is our time, no matter what they say. Every mile behind only brought us here. Now the road is clear. Wir sind am nächsten Spot angekommen. Oh, schön langsam aussteigen. Ja, wir haben nämlich noch eine 7 Jahre alte Starterbatterie, die auch ausgetauscht werden möchte. Die hat uns gute Dienste erwiesen, aber wir merken in letzter Zeit, die Spannung fällt gleich ab und die ist einfach echt nicht mehr so gut beieinander. Also schauen wir mal, ob wir hier eine finden. Am besten eigentlich die gleiche wieder nochmal, oder? Die hat sich ja eigentlich die hat schon... sich bewährt. Ich habe sogar schon ein Foto gemacht. Mal schauen, ob wir sie haben. Ja, gucken wir mal rein. Okay, das war jetzt sehr seltsam. Wir sind reingekommen, haben gesagt, welche Batterie wir gerne hätten. Und als erstes heißt gleich, nee, haben wir nicht.
Und dann sagen wir aber, ja, wir haben es doch online gesehen, könnt ihr vielleicht mal nachgucken. Und natürlich hatten sie es dann eben doch. Ja, und dann will er sie uns verrechnen, die Rechnung machen und will 150 € für die Batterie. Und Roberta hat sich aber zum Glück erinnert, dass die ja online für einen anderen Preis ausgeschrieben war. Ja, und auf einmal sagte sie so, aha, ja, 127 €. Irgendwie so, einfach so ein seltsames Gefühl, wenn man irgendwie, erst wollen die einem die Batterie nicht geben. Sie haben auch viele Eigenprodukte dastehen. Ich kann mir vorstellen, sie hätten uns lieber eine von den Batterien verkauft. Und dann noch mit dem falschen Preis. Also irgendwie, ja. Aber es ist komischer Laden, ne? ja, aber es ist schon die richtige Batterie, oder? Ja, ist die richtige. Okay. Ja, immerhin können wir sie auch gleich hier wechseln und die Altbatterie dann auch hier lassen. Na, machen wir das gleich und dann ist das Thema auch durch. Da ist so viel Dreck drin. Ich glaube, das ist noch Dreck vom Dempster oder so, der Schlamm. Schau dir das an. Boah. Ja, sind die gelaufen. $12,57. Okay. Ist, glaube ich, okay, oder? Ja. Ohne irgendwas. Schaltest du mal ein, schau mal, was passiert. Ja. Hä, fällt aber wieder ab unter 12. Da unten. Ja, und jetzt fängt sie an zu laden. Siehst du? Mhm. 10,7. Das ist so schräg. Dann lag es nicht an der Batterie. Scheiße. Na, die war eh durch. Schon auch, aber... Ja, die hat auch schon angezeigt, also. Ja, ja. Okay. Okay, testen wir mal weiter und dann schauen wir. Wir sind noch ein kleines Stück gefahren und haben unterwegs noch mal recherchiert, was denn nun wirklich unser Problem sein könnte. Wir sind nämlich auf die ganze Thematik erst gekommen, weil wir während der Fahrt nicht mehr laden, beziehungsweise da eben die Spannung immer so abfällt, dass dann das Laden so inkonsistent ist und die ganze Zeit hin und her schwenkt. Ja, wir haben aber auf die Stelle jetzt auch nichts gefunden, das unser Problem eingrenzt. Oder eingrenzt schon, aber wir haben nicht die Lösung gefunden. Genau, also ich glaube, wir werden in den nächsten Tagen mal uns hinsetzen und mal alles ausmessen mit dem Multimeter und dann schauen wir mal, wo das Problem liegen kann, weil irgendwie ist es komisch. Also es kann irgendwie doch nicht an der Batterie liegen. Und irgendwie ärgern wir uns jetzt, dass wir die Batterie gekauft haben, weil es wäre halt auch ein easy fix gewesen. Aber auf der anderen Seite, die Batterieleuchte war ja schon an. Ja, die war schon durch. Ja. Genau, und 7 Jahre ist ja auch eine gute Lebenszeit für eine Batterie. Also früher oder später wäre das eh gekommen. Wo sind wir denn bitte hier gelandet? Das ist ja richtig süß hier. Also wir sind in Weinheim, aber das war ja komplett nicht als Sightseeing-Stopp geplant, sondern einfach wieder ein Zwischenhalt.
Und der Stadtkern, so mit dem Fachwerk und so, das ist schon richtig süß. Erinnert mich auch ein bisschen ans Elsass. Und eben, wir hatten es ja gar nicht erwartet. Von dem her ist es richtig schön, dass wir hier durch den Stadtkern durchkommen. Und ich muss auch sagen, mit meinem Rücken geht es heute auch noch mal wieder besser. Er ist immer noch steif und ich spüre es und ich glaube, ich gehe auch ein bisschen krumm. Aber jeden Tag wird es besser, das ist das Wichtige. Ja, und hier sind wir am eigentlichen Grund, wieso wir in Weinheim sind. Wir haben nämlich vor 6 Jahren auf Mallorca Melli und David kennengelernt. Da waren wir noch ganz neu im Vanlife. Ja, und sie haben hier ein Café aufgemacht. Das ist noch gar nicht so lange her. Und wir haben uns halt immer gesagt, ja, wenn wir dann endlich mal in der Gegend sind, dann müssen wir auch Hallo sagen. Ja, und das machen wir heute. Und so schnell kommt man aus Weinheim in den Norden Deutschlands. Wir hatten noch einen richtig schönen, gemütlichen Nachmittag mit Melli und David. Sie haben uns nochmal eine andere Ecke von Weinheim gezeigt und überhaupt das Café, das sie aufgebaut haben, das hat so eine schöne Atmosphäre. Es ist wirklich so persönlich und gemütlich und ja, also falls jemand von euch mal in die Gegend von Weinheim kommt, schaut unbedingt im Café Nusa vorbei und sagt ihnen Hallo von uns. Sie werden sich bestimmt freuen. Ja, und jetzt sind wir in Lüneburg. Die Hansestadt Lüneburg und ich muss sagen, es sieht schon wirklich komplett anders aus. Ein paar 100 Kilometer und was das ausmachen kann. Mich erinnert diese Gasse voll an Dublin, nicht wahr? Ja, das hat total was. Also diese Ziegelhäuser, dieses Flair hier allgemein. Ja. Auch so ein bisschen runtergekommen wahrscheinlich. War das früher eher so eine schmuddlige Gasse? Man weiß es nicht. Also Man weiß es nicht. wir wissen es zumindest nicht. Also heute finden wir es charmant. So Leute, ich muss jetzt mal was loswerden. Wie schön ist es hier bitte? Wie schön sind all diese kleinen Städte, die wir in den letzten paar Wochen besucht haben, sei es in Deutschland, in Österreich, in Frankreich und hier auch wieder. Also diese Städte, alle haben eine Geschichte zu erzählen. Überall sieht es so richtig aufgeräumt und man schlendert so gerne durch diese alten Gassen durch. Also wir lieben es hier in Europa zu sein und wir müssten alle ein bisschen mehr dankbar sein für das, was wir hier haben. Es ist nicht selbstverständlich. Eine kleine Sache noch, obwohl, also für uns ist sie ja gar nicht so klein. Wir haben vorhin ja schon mal erwähnt, dass wir Fotos für den Shop gemacht haben und tatsächlich haben wir endlich neue Produkte im Shop. Wir hatten sie euch schon mal ein bisschen gezeigt und wir freuen uns, dass die jetzt endlich live sind. Es gibt aber nur ein paar wenige Stücke, also ihr müsst schnell sein und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns im Shop besucht. Für uns war es das jetzt für diese Woche. Wir hoffen, ihr seid weiterhin dabei, wenn es weiter Richtung Norden geht. Und am besten abonniert ihr auch unseren Kanal, damit würdet ihr uns unterstützen und es kostet euch nichts. Genauso wie wenn ihr alle Knöpfe drückt, die ihr findet, liked, kommentiert, hypt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss! Tschüss!